herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres türkisches Rezept. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und zwar gibt es heute Gözleme. Das sind dünne Fladenbrote mit einer würzigen Füllung. Ich zeige euch heute eine Variante mit Spinat und Feta-Käse. Dafür einen Viertelwürfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, 100 ml lauwarmes Wasser und 100 ml lauwarme Milch dazu gießen, außerdem einen Teelöffel Zucker und danach mit einem Schneebesen verrühren, bis sich Zucker und Hefe aufgelöst haben. Als nächstes die Hefe-Wasser-Mischung zusammen mit 400 Gramm Mehl in eine Rührschüssel geben, 40 ml Öl dazu, außerdem einen Teelöffel Salz und danach das Ganze mit einer Küchenmaschine oder den Händen etwa 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Der Teig sollte sich beim Kneten komplett von der Schüsselwand ablösen. Danach mit den Händen zu einer Kugel formen, wieder zurück in die Rührschüssel legen und mit einem Küchentuch bedeckt für 30 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Für die Füllung 2 bis 3 Schalotten abziehen und in feine Streifen schneiden. Außerdem 1 bis 2 Knoblauchzehen abziehen und fein hacken. Dann habe ich hier 3 bis 4 Zweige frische Minze. Einfach die Blätter abzupfen und anschließend fein hacken. Die Petersilie ebenfalls fein hacken. Und zum Schluss noch den Thymian einfach gegen die Wuchsrichtung von den Stielen zupfen. Und danach eine große Pfanne oder einen Wok bei mittlerer Hitze erwärmen, etwas Öl in die Pfanne geben und zunächst die Schalottenstreifen sowie den fein gehackten Knoblauch dazugeben, unter gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen, dann nach und nach den frischen Spinat dazugeben, insgesamt 500 Gramm, und in der Pfanne zerfallen lassen, gelegentlich mal umrühren und sobald der Spinat zerfallen ist, weiteren Spinat dazugeben, so lange bis der komplette Spinat aufgebraucht ist. Dann die Kräuter dazugeben, außerdem eine großzügige Prise frisch gemahlenen Pfeffer und eine Prise Salz. Kräuter und Gewürze anschließend kurz unterrühren und die Pfanne danach vom Herd ziehen. Jetzt noch 200 Gramm Feta-Käse zum Spinat bröseln, ebenfalls kurz unterrühren und die Füllung danach zum Abkühlen zur Seite stellen. Für den Teig die Arbeitsplatte etwas einmehlen, den Hefeteig auf die bemehlte Fläche geben und nochmal kurz für etwa 1 Minute durchkneten. Dann zu einer Kugel formen und anschließend mit einem Messer in 8 etwa gleich große Stücke schneiden. Alle Teigstücke danach zu kleinen Kugeln formen, dafür den Teig immer von außen nach innen ziehen und in der Mitte etwas andrücken. Dann einmal umdrehen und so kleine Kugeln formen. Die Teigkugeln leicht flach drücken und anschließend mit einem Nudelholz auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu möglichst runden und flachen Teigfladen ausrollen. Zum Schluss mit den Händen noch etwas auseinanderziehen und dann können wir mit der Füllung weitermachen. Einfach 2 bis 3 Esslöffel der Spinatmasse auf eine Hälfte des Teigfladens
verteilen. Am besten mit den Händen. Dann den Teig einmal um die Füllung schlagen, die Ränder etwas zusammendrücken und mit einer Gabel verschließen. Danach eine große Pfanne bei mittlerer Hitze erwärmen, etwas Olivenöl in die Pfanne geben und dann den gefüllten Teigfladen zunächst von einer Seite etwa 2 bis 3 Minuten goldbraun anbraten, einmal vorsichtig wenden und von der anderen Seite weitere 2 bis 3 Minuten zu Ende braten. Danach aus der Pfanne heben, eventuell einmal mittig halbieren und servieren. Dazu passt ein Tomaten-Gurkensalat, einfach daneben anrichten und dann wünsche ich einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen, bis zum nächsten Mal.